Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. In Wahlkampfzeiten können einzelne Ereignisse eine große Bedeutung bekommen, wie die schreckliche Tat heute in Aschaffenburg in Bayern. Dort tötete heute Vormittag ein 28-jähriger Afghane einen kleinen Jungen und einen Mann mit einem Messer. 3 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Auch mit diesem Attentat dürfte der Druck auf Politik und Behörden zu handeln weiter steigen, nicht nur jetzt im Wahlkampf. Über die Herausforderungen spreche ich hier gleich mit Ahmad Mansour. Zunächst Alf Meyer über die Tat, die sich heute am Vormittag mitten in Aschaffenburg im Schöntalpark ereignete. Der Tatort im Park Schöntal im Zentrum von Aschaffenburg am Abend. Anwohner haben sich spontan zu einem Gedenken an die Opfer der Bluttat versammelt. 2 Tote, unter ihnen ein Kleinkind. Das Entsetzen ist groß. Wir sind total erschüttert. Schon heute Mittag, wenn wir die Nachrichten empfangen haben über Rundfunk oder Fernsehen. Wir wohnen ja hier ganz in der Nähe. Es ist total dramatisch, furchtbar. Man fühlt sich total schlecht. Ein paar Stunden zuvor war der Park noch von starken Polizeikräften abgeriegelt worden. Mit einem Küchenmesser hatte ein 28-jähriger Afghane völlig unvermittelt eine Kindergartengruppe angegriffen und dabei einen 2-jährigen Jungen und einen 41-jährigen Mann getötet. Und wir gehen gegenwärtig davon aus, dass dieser Mann zum Schutz der anderen Kinder mutig eingeschritten ist, sich gegen den Täter gewandt hat und dann von diesem Täter selbst tödlich verletzt wurde. 3 weitere Menschen wurden verletzt, 2 von ihnen schwer. Lebensgefahr besteht mittlerweile aber nicht mehr. Der verdächtige Afghane konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. Er war laut Herrmann ausreisepflichtig. Es habe ein sogenanntes Dublin-Verfahren gegeben, das aber nicht zeitgerecht abgeschlossen werden konnte. Vor rund 1,5 Monaten habe der Mann den Ausländerbehörden seine freiwillige Rückkehr nach Afghanistan angekündigt. Daraufhin hat das BAMF am 11.12. das Asylverfahren endgültig eingestellt und den Betroffenen eben zur Ausreise aufgefordert. Reaktionen auf die Tat kamen heute von Politikern aller Parteien. Bundeskanzler Scholz erklärte, ich bin es leid, wenn sich alle paar Wochen solche Gewalttaten bei uns zutragen, von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um Schutz zu finden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen müssen sofort Konsequenzen folgen. Es reicht nicht zu reden. Das bewegt uns, das beschwert uns, das erfordert politische, klare Antworten. Wir werden darüber sprechen müssen, sobald die Umstände dieser schrecklichen Tat aufgeklärt sind. Das Tatmotiv ist noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Verdächtige aber schon mindestens 3-mal wegen Gewalttaten aufgefallen sein. Laut Herrmann sei er deswegen in psychiatrischer Behandlung gewesen. Die Polizei wird in den nächsten Tagen die Hintergründe, was ist das Motiv, wie kam es zu dieser schrecklichen Tat, weiter aufklären. Im Moment geht die Mutmaßung sehr stark in Richtung seiner offensichtlich psychischen Erkrankungen. Eine erste Durchsuchung seiner Räume, im Wohnraum, in dem er untergebracht war, in der Asylbewerberunterkunft, hat keinerlei Hinweise auf eine radikale islamistische Gesinnung gebracht. Mit einem Trauergottesdienst will die Stadt Aschaffenburg morgen der Opfer gedenken. Und zur Stunde trifft